Jetzt wird es richtig wild. Verlassene Orte in Belgien und Frankreich warten auf uns und eure Lieblings-Lost Place-YouTuber sind endlich wieder vereint. Kacken, ich muss kacken. Gemeinsam starten wir die wohl dreisteste Tour aller Zeit. Kann doch nicht einfach die Tür auf sein. Ja, nee, auch noch die Tür. Ich verstehe es nicht. Wir sind drin. Also lehnt euch zurück und genießt die Show. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Willkommen zum 4. Teil unserer Reihe. Ja, wir sind immer noch auf Lost Place Tour. Stehen gerade an einem Wohnmobilstellplatz und Jirka ist schon auf dem Weg zu uns. Er hat nämlich im Hotel übernachtet, ein paar Kilometer weiter. Will uns jetzt mit Sack und Pack abholen und dann fahren wir mit seinem Auto nämlich die Tour weiter, während Bärbel hier einfach sich ein bisschen von der letzten Reise erholen kann in Tschechien. Ja, ein bisschen die Sonne genießen kann, ne? Genau. Und wir schön ackern müssen. Wie man sieht, wir sitzen im Auto und neben mir sitzt Jirka am Steuer. Er hat auch zumindest eine Hand auf jeden Fall am Steuer, also seid beruhigt, ja. Haben wir nämlich gerade noch drüber gesprochen gehabt. Ne? Wenn man isst, dann hat man manchmal auch eine Krise zum Lenken. Ja, wir sind schon im Ausland unterwegs, brauchen jetzt auch nur noch 15 Minuten zum Lost Place und dann haben wir die erste Location des Tages. Es wird ein Haus sein, hast du gesagt, ne? Ja. Ja, ein Haus. Auf jeden Fall sehr gespannt, was das heute alles so bringt. Du auch? Bock? Ich habe richtig Bock. Ja? Ja. Ja. Das freut mich. Soll ich noch was sagen? Jetzt eigentlich gedacht. Achso, ich bin noch nicht im Modus. Ich muss erst den ersten Lost Place finden. Er hat gerade noch gesagt gehabt, er ist mal bis zum ersten Lost Place ist er immer noch ein bisschen nervös. Ja, es ist ungewohnt, mit einem kleineren Kanal unterwegs zu sein. Sonst bin ich immer nur mit großen unterwegs. Deswegen. Ja, aber ist echt sehr nett, dass du uns überhaupt mitnimmst. Gerne. Also wirklich. Ich helfe da, wo ich kann. Dankeschön. Ja, also Leute, wir fahren jetzt mal weiter und dann melden wir uns gleich. So Leute, wir haben jetzt ein kleines Problem. Super kleine Ortschaft, wo wir uns hier gerade befinden. Also wirklich nur die Hauptverkehrsstraße hier. Hauptverkehrsstraße, ja. Was los hier? Und auf der linken Seite kommt gleich der Lost Place. Wir sind gerade schon einmal dran vorbeigefahren. Parksituation, grande Katastrophe. Wir werden so oder so sehr weit laufen müssen, aber Wenn wir jetzt nicht hier sind, das wäre perfekt. ja, das wird perfekt. Ein Haus, was noch nicht bewohnt ist oder irgendwo da im Wald, das wäre perfekt. Aber nein. Ja, 3 Leute gleich mit dem Rucksack. Ne? In dieser Gegend super auffällig. Anja will jetzt mal gleich rausspringen, weil der vermutliche Zugang war nämlich gerade beim Vorbeifahren auf jeden Fall zu gewesen. Ja, der war definitiv zu. Jetzt kommt die Troller wahrscheinlich hinter uns. Am besten wäre direkt davor Sag parken. ich doch, ich sag's doch. Du musst hier. Ihr seht, ne, Haus an Haus. Super Wetter. Ich da ist jetzt eine Dings vor. Platte. Ja. Ja, hier ist eine neue Platte vor. Hier ist ein Lost Aber Place. voll gesichert ist es nicht. Da ist eine. Aber Jirka, da wo die Fensterscheibe offen ist, das ist aber auch nur so eine. Ja, kannst du nicht aufmachen. So ein Schweinestall also, oder so. Eigentlich nur von hinten die Option. Oh, hier ist ja überall Scheiße. Ja. Was ist das denn jetzt? Auch verlassen, ne? Ey, Tatsache. Hier ist, ja. Guckt auch schon. Scheiße. Jetzt lass uns mal mit dem Rucksack vorbeilaufen. Oh. Ja, dann ist vorbei. Also dann lieber von oben. War sehr schwierig, ne? Wir haben jetzt noch eine Chance, die Richtung Ivo gucken, wie parken, ne? Ich würde sagen, von oben dann wieder, oder? Und dann solche Locations, wo du sagst, die ist safe. Das ist eine safe Location. Weißt du? Dann ist Ja. halt nichts. Ja, aber die ist ja total einsichtig. Da mit 3 Mann reinklettern, das wird unmöglich. Nee, nichts Ja, wird das wär- unmöglich, aber Ja, wenn die Tür einfach offen gewesen wäre, Ja. ne, dann wäre ja easy Ja. peasy. Wäre ja eigentlich so gewesen, oder ist ja eigentlich so. Ach, er ist weg. der ist schon mal. Der weiß schon Bescheid. Der ist schon gucken. Der hat das Brett schon davor gemacht gehabt. Ja, Ja, der würde doch gewesen. Brett vom Kopf. Die Kühe gucken auch schon.
Wir können jetzt nur noch von da so kommen, ne? Aber von hinten können wir auch nicht kommen, weil, wie gesagt, Bauernhof hier überall. So, jetzt rein theoretisch. Soll ich links oder geradeaus? Ja, was willst du geradeaus? Alter, willst du dir einfach aussteigen, einmal kurz gucken? Wieso soll ich denn immer gucken gehen, Du sag sitzt mal? doch deswegen jetzt hier vorne. Ja, klar. Falls Fahr mal links. dran vorbei. Ja, fahr noch mal dran vorbei. Ich gucke. Willst du aussteigen? Ich weiß noch Der muss hier raus. wo raus. Hier jetzt. Schon was. Die Nachbarn, wo soll ich denn hier hin? So, ich gehe jetzt gucken, wie mal, was ist denn mit euch? Aber der mit dem Auto direkt hier stehen. Ja, dann gehst du gucken oder nicht? Hier gucken. Oh. Hier. Kann man machen, ne? Ja. Auffälliger geht's nicht, sag ich jetzt mal, ne? Ja, jetzt werden wieder sicherlich einige schreiben, wie kann man direkt vor der Location parken? Ja, Haken ja nicht gehalten. wir halten ja auch noch. Motor läuft. Also. Das Ding ist halt im Endeffekt wirklich, muss man ganz ehrlich sagen, der offensichtliche Eingang, den wir kannten, der ist halt zu. Ist halt jetzt noch die Frage, ob überhaupt ein anderer Eingang möglich ist, ja oder nein. Und bevor wir jetzt gleich eine halbe Stunde hier hinlaufen, um dann festzustellen, hey, ist zu und wir wieder eine halbe Stunde zurücklaufen. Wir wollen ja auch schließlich noch ein paar Sachen heute noch erleben, ne? Und ja, da der offensichtliche Eingang ja zu ist, richtig gut zugemacht wurde, lässt eigentlich eher darauf schließen, dass man hier gar nicht mehr reinkommen wird. Schade. Nur der Stall. Aber, Ja, aber kommt man in den Stall? Also hier? ja, Da kommst du rein? da kommst du rein, ja. Und dann kommst du auch weiter. Nee, Doch. weil das Haus ist ja hier, ne? Ja, aber da kommst du weiter. Von dem Stall aus bis Ja, dann her. lass uns rein. Der Stall ist offen. Aber es sind so eine Krawatschmänner auf dem Hof. Pferde. Ja, ich habe gehört, das sind Tiere. Alter. Also hier kommst du rein in den Teil. In den Teil kommst du rein hier, ja. Ja, und von da aus geht's dann ins Haus rein, weil das war ja hier offen. Und dann Ach, kommst du stimmt. ins Haus rein. Ja, dann ist das doch gar keine Hefe. Ja. Ja, hier kann ich doch nicht ab. Das ist ein bisschen auffällig, ne? Da ist keiner da bei denen. Perfekt. Nur bei denen hier aufgebaut. Ja. Machen wir es, oder? Ja. Soll ich hier parken? Komm, Frechheit Sieg. Nee, komm, das ist zu auffällig. Sehr frech. Ja, das war ganz schon frech, dass wir da standen. Aber du. Kam keiner, ja. Ich muss pinkeln. Jetzt hinten, aber gut ist, ne? Da ist Personal, oder ich wollte gerade sagen Personal. Betreuung muss da sein. Komm, wenn wir hier wieder lang gehen, fällt es erst recht auf. Ist egal, komm. Ach, nur das sind Arbeiter, die interessieren sie nicht. Aber haben sie gut zugemacht. Aber die Tür ist auf, ne? Ich drehe und drehe und drehe. Hä? Aber ich habe jetzt nicht, die Tür war lange nicht auf. Spinnenweben ohne Ende kam mir entgegen, deswegen glaube ich, nein, du sagst, ja. Du hast ja gesagt, von da sind sie durch, ne? Ja, ja, von dem sag mal schnell, Stall aus konnte man ins Haus. So Leute, ihr wisst, wir sind extrem viel unterwegs, aktuell auf Lost Place Tour. Wir reisen aber auch viel. Und wenn man so viel unterwegs ist wie wir, da muss man natürlich auch immer eine passende Trinkflasche dabei haben. Und wir haben uns das Sortiment von Bottle Bottle einmal angeschaut und sind dort fündig geworden. Fangen wir einfach mal mit der Hydro-X an. Das ist nicht nur eine gewöhnliche Trinkflasche, sondern sie hat auch noch ein kleines verstecktes Feature. Hier unten befindet sich ein kleines Fach, in dem man zum Beispiel, wie wir, Supplements aufbewahren kann oder andere Dinge. Der Deckel ist dual verwendbar. Man kann zum einen hier aus der Flasche trinken oder, so wie ich, einfach aus dem Strohhalm. Und je nachdem, was ihr gerade trinkt, ist das Ganze bis zu 12 Stunden warm oder eben kalt. Wir haben uns am Bottle Bottle auch noch das Modell Magic Cube bestellt. Der ist nämlich besonders praktisch, denn der passt perfekt in den Getränkehalter von Bärbel rein. Ihr kennt da sicherlich das Problem, man hat so eine Trinkflasche und meistens diese ultra breit und dann passen die da einfach nicht rein und der passt auf jeden Fall da rein. Ist super praktisch natürlich auch mit dieser Silikon-Hänge, wie nennt man das nochmal? Henkel, genau, mit dem Silikonhenkel. Hat auch sogar so Reinigungssachen dabei. Ihr kennt das ja auch, manchmal hat man da vielleicht Tee drin, dann hat man so Ränder. Da ist schon direkt so eine Reinigungsbürste dabei, dass man auf jeden Fall die ganzen Trinkflaschen auch perfekt sauber bekommt. So, und ihr wisst ja, ich trinke extrem gerne Kaffee und da darf natürlich auch nicht der Thermalmack nicht fehlen. Auch der Thermobecher hält dein Getränk bis zu 12 Stunden heiß. Alle Trinkflaschen von Bottle Bottle sind in verschiedenen Farben erhältlich und eignen sich optimal als Begleiter für Abenteuer oder die Arbeit. So denkst du immer daran, genug zu trinken. Also wenn ihr die Flaschen auch gerne mal ausprobieren wollt, dann schaut auf jeden Fall gerne in die Videobeschreibung, denn da haben wir noch einen Rabattcode für euch. Das Ganze findet ihr bei Amazon. Also auf was wartet ihr noch? Schlagt gerne zu und viel Spaß damit. So Leute, wir stehen wieder am Auto. Wir haben es überlebt. Wir haben gute Laune.
Das Location ist geil, ey. Im Kasten, Ja. das war eine geile Location. Ja, sehr geil. Übrigens, wir haben ja für die Insta Ja, diese Windpuschel. Die könnten wir gleich mal dran machen. Wahrscheinlich werden die Zuschauer gerade wieder... Doch, die hast du eingepackt. Die mal ran. Entweder ist die jetzt in dem Rucksack oder die ist im Bärbel. Dann habt ihr halt erst in der nächsten Folge besseren Ton bei Wind, weil es nämlich gerade windig. Jeka, Windpuschel habe ich gerade ein Déjà-vu. hast du gerade verloren, ne? In Hab der ich gerade Location. verloren. Falls ihr bitte mitbringt. Ne? Ja. Adresse ist ja auf meinem YouTube-Kanal. Genau, genau, In der Videobeschreibung. genau. Geile Location, echt geil. Also es hat sich wirklich komplett alles gelohnt. Karpatzen, meine Güte. Angst. Nicht mehr, da war alles dabei. Angst nicht, Adrenalin, ne? Ja, Doch schon ein bisschen Angst, als das Klopfen Ja. war. Ne? Das war schon so ein bisschen scheiße. Kommt jetzt jemand? ja, das war echt richtig geil. Kuriose Funde. Seid echt gespannt. Wird ein geiles Video. dabei gewesen. So, lass mal lieber ins Auto, dann hören die Zuschauer uns auch ein bisschen besser. Gell. Mit dem ganzen Wind hier. À la folie, j'ai dansé toute la nuit. Oh yeah. À la folie, la musique m'ensorcelle. Je danse toute la nuit. So, kurzer Zwischenstopp, mal eben hier an der Tankstelle, an der Autobahn, mal eben den Müll wegschmeißen und schnell auf Toilette gehen, denn wir müssen jetzt noch ungefähr 25 Minuten fahren. Dann sind wir beim zweiten Lost Place des Tages. Wir sind super motiviert auf jeden Fall. Nachdem das bei der ersten Location so gut geklappt hat, hoffen wir einfach mal, wir haben jetzt einen Run. Oh, wir sind bei Burger King. Scheiße, hier wollten wir gar nicht hin. Wo sind die Toiletten? Kleiner spontaner Einkauf auf jeden Fall. Nämlich hier so 90 Cent Bon bekommen, also fast wie in Deutschland. Für die Toilette. Die kosten einfach die Überraschungseier 2,40 Euro. So Leute, wir werden jetzt gleich unser Ziel erreichen. Sieht auf jeden Fall diesmal nicht so klein aus hier in dem Örtchen. Parkmöglichkeiten habe ich auch schon einige gesehen. Nee, es ist sehr abgelegen und ich weiß schon, wo wir parken. Ja, also es sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus, sage ich jetzt mal so für uns gleich. Ernst gemeint jetzt. Ja? Das war ernst gemeint. Es ist gleich sehr abgelegen und dann weiß ich schon, wo wir parken. Okay. Weil gerade sieht es noch nicht so abgelegen aus. Ja, das ist ja noch 2 Minuten. Es sind noch 2 Minuten, Leute. Drückt mal die Daumen, dass es auch noch was wird. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schön hier, finde ich. Ja, Joko? Schön hier? Ja. Sehr schön. So, zweite Location des Tages ist auf jeden Fall jetzt im Kasten. War eine super, 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 super geile Location. Lohnt sich wirklich komplett, sich das anzuschauen. War echt richtig, richtig geil. Video wird auf jeden Fall bald kommen. Jeden Dienstag gibt es ja jetzt immer ein Lost Place Abenteuer. Und jeden Freitag gibt es immer ein Update von unserer Lost Place Tour, weil wir ja noch sehr lange unterwegs sein werden mit Jeka. Und nachdem wir mit Jeka unterwegs waren, geht es dann ja auch direkt ab in den Flieger. Wir werden nämlich nach Portugal fliegen, Leute. Und da wird es auch einige Videos geben. Also nicht vergessen, Leute, jeden Freitag 17:30 Uhr ein neues Video von unserer Tour und jeden Dienstag 17:30 Uhr gibt es dann immer ein Lost Place Abenteuer. So, jetzt noch die Drohne steigen lassen und dann geht's weiter. Dass du AA machen Ich musst. muss A machen, um es lieb ausdrücken. Ganz dringend kacken. Ich muss kacken. Kommt aber auch vom falschen Getränk. So, Jeka gibt jetzt die nächste Location ein, die Anja von hinten zuruft und dann geht die Fahrt weiter. Gefährlich. Oh, und ich muss auch kacken. Kommt jetzt vielleicht noch eine Tankstelle oder irgendwas? Ja, Tankstellen haben ja keine Toiletten hier. Jeka muss noch mal eben kurz abchecken, ob wir wirklich auch alles eingepackt haben. Wir haben da schlechte Erinnerungen, ne? Mit Handy. An dem Handy erinnern von dir, ja. Achso, Das war so geil, stimmt. warte. Das war echt göttlich. Da kann ich aber Anja nur danken, weil Anja gesagt hat, ey, hier hast du dein Handy. Ich wäre sonst nie drauf gekommen, dass ich das Handy da oben draufgelegt habe. Was hat da geknallt? Hast du dein Handy hier gehabt? Oh! Ab in den Busch. Wer also die Teile von der ersten Tour oder zweiten Tour nicht gesehen hat, auf jeden Fall mal vorbeischauen. In der Videobeschreibung packen wir euch mal die Playlist zu den ganzen Touren rein. So, noch 9 Minuten, dann sind wir beim nächsten Lost Place. Wir haben für uns jetzt gerade so beschlossen, sollte der noch klappen, wäre natürlich super duper, aber das wird dann wahrscheinlich auch der letzte vermutlich für heute sein, weil wir nämlich noch keinen Mittag gegessen haben und es ist gleich schon 5 Uhr, also bis wir ein Video gedreht haben, ist ja dann noch später. Und Sachen abchecken wollen. Und genau, wir wollen nämlich heute noch 3 Locations abchecken und dazu kann es ruhig dunkel sein,
Denn die würden wir nämlich morgen erst machen. Das sind nämlich 3 Krankenhäuser, also richtig, richtig geile Locations, die wir dann morgen uns anschauen können. Wenn natürlich die Zugänge möglich sind. Ne? Und das wollen wir auf jeden Fall heute Abend noch abchecken, dass wir dann morgen nicht umsonst dorthin fahren, sondern wenn es halt nicht möglich ist, können wir ja morgen direkt nächste Locations abfahren. Ja, so ist erstmal der grobe Plan auf jeden Fall für heute noch. Also Leute, jetzt wird so ultra frech. Wir sind jetzt gleich bei der Location. Wir haben sie gerade schon gesehen. Und ja, was soll man dazu sagen? Hier ist ein Kreisverkehr. Der ist zweispurig. Da wisst ihr schon, was hier los ist. Ich fahr jetzt hier rechts. Nein, fahr links weiter. Ich wollte erstmal gucken. Ach so, ja, okay. Auf jeden Fall ist hier das Haus und hier ist ein Fenster offen. Hier kannst du direkt rein. Ja, ist offen. Ist offen. Leute, das ist so kackenfrech. Ja, wir können eigentlich also entweder hier hinter parken oder wir parken bei McDonald's da. Park bei McDonald's. Wo ist der? Wenden. Leute, das wird so richtig frech, ne? Das wird eine richtig dreiste Na, Aktion. hier werden wir rausgeholt. Zweispuriger Mit Kreisverkehr. Richtig viel Verkehr und wir müssen durchs Fenster rein. Mit Ansage. Also es ist die Frage, wie sensibel sind die Leute? Wer ruft die Polizei an, wenn man sieht, die steigen gerade durchs Fenster rein? Es wird spannend. Alter, hier hast du hast ja auch keine Millisekunde Luft, um mal diese... Ohne Rucksack? Mit Rucksack. Ja, da sehen wir aus wie Einbrecher. Das wird heftig, ne? Ja, Im Auto kommst du noch niemals hier Ich weg. komme nicht mal mit dem Auto weg hier. Ne? Jetzt ist aber auch schon mal fahren können. Jetzt gibt Gas. Muss ich auf dem Außenring bleiben? Ja, fahr mal Außenring. Jetzt aber nicht hier ab, sondern die nächste. So Leute, mal jetzt auf Handy geswitcht. Anja hat auf jeden Fall noch einen Rucksack am Start. Jirka ist ohne Rucksack unterwegs. Und jetzt müssen wir mal zur Location hinlaufen. Und dann mal so richtig kackendreist sein, ey. So Leute, wir sind wieder am Auto und wir haben auf jeden Fall die Location im Kasten. Das ist das Positive an der Sache. Aber ja, das hatte ein sehr krasses Ende. Einen großen Knall am Ende. Ein sehr, sehr großen Kann man Knall. so sagen. Und das war nicht die Insta, die hier runtergefallen ist, die jetzt kaputt ist, Ja. sondern es war noch ein anderer Knall. Es tut sehr weh, it hurt very, very much. Mir ist gerade auch die Insta aus der Hand gefallen, ich kann das gar nicht sagen. Also so ultra heftig, was wir gerade erlebt haben auf jeden Fall. Mehr dazu auf jeden Fall im Video und wir werden jetzt erstmal essen gehen auf den Shop, oder? Ja. Insta kaputt und krasses Ende von dem Video. So, wir sind jetzt bei einer Fritterie. Ich hoffe, man kann noch mich gut erkennen. Mir ist nämlich vorhin die Insta runtergefallen auf der Seite und jetzt habe ich nämlich eine richtig schöne, ich glaube hier so, ja, so ein paar Flecken, ne? Oh, ätzend. Wir hatten uns extra für die Insta solche Objektiv-Schon-Dinger, Aufsetzdinger geholt. Haben wir nicht dran gemacht und jetzt haben wir den Salat. Mann. Unfassbar, ehrlich. So, Essen ist auf jeden Fall jetzt bestellt. Klassisches Essen auf jeden Fall. Jirka hat einen Burger genommen, da bin ich mal gespannt, wie der ist. Und wir haben Frikandel und ich habe da eine Fleischkrokette dazu genommen. Wir haben die nämlich, das ist so richtig, richtig lecker. Ja, dann werden wir gleich noch unsere Locations abchecken für morgen, die hoffentlich Ich noch habe was keinen sind. Bock mehr. Bei dem, was gerade passiert ist, Leute, könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr meint, was passiert Also ich ist. sag mal, die Apple-Check-Locations werden, glaube ich, eher prädestiniert für sowas, was heute passiert ist, als Ja. jetzt dieses blöde Haus. Das stimmt. So ist das halt, ne? So Leute, Essen ist da und es gibt natürlich wieder Standardessen für uns. Frikandel mit Pommes und Yuppie-Soße. Frikandel mit Pommes und Yuppie-Soße. Und hier kann was ganz anderes. Special Burger mit Pommes. Lasst es euch schmecken. Wir haben jetzt lecker Schmecker gegessen und haben jetzt auch direkt wieder eine Planänderung. Kennt ihr das, wenn man so lecker gegessen hat? Ja, dann kommt manchmal auch ein bisschen was oben raus. Aber wenn man so lecker gegessen hat, dann ist man manchmal auch so richtig so, Nee, das liegt nicht daran. man lässt alles so fallen und man Nein, ist... es liegt nicht nur daran. Es liegt einfach, finde ich persönlich, daran, dass wir jetzt 3 Locations abgedreht haben. Es wirklich ein richtig geiler Tag war. Ja. Ein super
super krasses Ende, wo man jetzt erstmal wirklich, es fallen einem so richtig viele Steine vom Herzen, vom Körper, keine Ahnung was. So geil. Also wir sind einfach Und wir haben lecker gegessen. Wir sind einfach durch. Und sind einfach durch. Und deswegen haben wir jetzt entschieden, dass wir die 3 Krankenhäuser, die wir eigentlich heute abchecken wollten, für morgen, ja, wir fahren dann morgen einfach hin und gucken, ob das was wird oder nicht wird. Denn wir brauchen uns auch noch ein paar Stündchen bis zu unserem Wohnmobilstellplatz, beziehungsweise bis zum Hotel. Circa auch nochmal 25 Minuten vom Wohnmobilstellplatz fahren. Und dann machen wir einfach heute Feierabend und morgen geht es dann wieder weiter. Für euch ist es das nicht morgen, sondern nächste Woche Freitag. Also lasst auf jeden Fall ein Abo da und schaut bei Jirka vorbei. Und nicht vergessen, Dienstag kommt dann das nächste Lost Place Abenteuer von dieser Tour, die jetzt gerade angefangen hat mit Jirka. Das dürft ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Also, ne? Wir sehen uns nächsten Freitag mit einem neuen Video. Bis dahin, ciao.